Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute zeige ich euch, wie wir das Kinderzimmer eingerichtet haben, was es gekostet hat, wie viel Zeit es gedauert hat, was wir gekauft haben und so weiter. Ich werde wirklich alles Schritt für Schritt erklären und zeigen. Deshalb lohnt es sich, bis zum Ende dieses Videos dran zu bleiben. Jeder kann hier nützliche Ideen finden, auch wenn das Zimmer für ein Mädchen ist, so schon rosa. Ich denke, auch Eltern von Jungen können etwas Nützliches aus diesem Video mitnehmen, einfach die Farben anpassen. Die erste Etappe ist also, ich räume das ganze Zimmer leer und mache eine gründliche Reinigung, sortiere alle Sachen hier aus. Gleich am Anfang möchte ich euch sagen, als ich mit diesem Projekt begonnen habe, hatte ich echt Angst, weil ich keine Designerin bin, keine Spezialistin, keine Handwerkerin und auch nicht besonders geschickt mit die Sachen, Handmade. Ich habe mir viele Bilder auf Pinterest angeschaut, um mich zu inspirieren, und ich habe Ideen gespeichert, alles sah absolut traumhaft aus. Natürlich waren alle diese Dinge von Profis gemacht und mit ziemlich hohen Kosten verbunden. Also wenn ihr auch auf Pinterest oder andere Inspirationsseiten guckt und ihr euch denkt, wow, wie wunderschön, dann solltet ihr wissen, das kann auch bei euch Wirklichkeit werden, wenn man etwas Geld, Zeit, Talent und Handwerkkunst investiert. Als mit der Gestaltung des Kinderzimmers angefangen habe, war mir klar, dass ich ein begrenztes Budget habe, dass ich keine Handwerkerin bin. Ich bin einfach nur ein Mensch, der seinem Kind ein gemütliches, schönes Zimmer bieten möchte und dabei im Budget bleiben will. Wenn ihr erzählt ähnlich klingt, dann lasst uns starten. Während ich sauber mache und ihr euch das anschaut, möchte ich euch sagen, das Feedback für mich ist sehr wichtig. Wenn ihr dieses Video bis zum Ende anschaut, würde ich mich riesig über einen Kommentar freuen, damit ich weiß, ob ihr etwas Nützliches aus diesem Video mitnehmen konntet. Denn genau das ist mein Ziel, auch andere zu inspirieren. Ich fasse Mut, um mich dem Streichen der Wände an der Seite zu beginnen, die Seitenwände. Ich streiche sie in einem blassen, matten Puderrosa. Ich habe hier weiße Basisfarbe und ein bordeauxfarbenes Konzentrat, das ich in die weiße Farbe mischen werde. Auf der Verpackung kann man sehen, welche Farbtone man je nach Mischverhältnis zwischen Farbekonzentrat und Weiß erzielen kann. Ich weiß nicht, wie dieses Rosa im Video aussieht, aber in Wirklichkeit ist es ziemlich blasses Rosa, das nicht heraussticht. Es ist kein Pink oder sowas in der Art, denn das wäre ziemlich anstrengend, wenn man bedenkt, dass die Spielsachen bunt sind, auch die Bücher. Mir wird klar, dass die Kindheit ein Regenbogen ist und ich liebe wirklich alle Farben, aber trotzdem muss im Kinderzimmer eine Harmonie sein. Falls ihr auch so eine Farbe wie ich verwendet, möchte ich euch sagen, während ihr die Wand streicht, wird euch der Farbton ziemlich seltsam vorkommen, weil alles noch nass ist. Außerdem sieht es ungleichmäßig aus. Aber das ist nur während des Prozesses. Wenn alles getrocknet ist, sieht es wunderschön und gleichmäßig aus. Also, ich habe hier 2 Seitenwände in Puderrosa und 2 weiße Wände. Jetzt fange ich an, gemütliche Zonen für mein Kind zu schaffen. Ein Schlafbett, eine Spielecke, eine kleine Bibliothek, einen Schreibtisch, einen geräumigen Kleiderschrank und ein bisschen Dekoration.
Der Bürostuhl ist die einfachste Montage überhaupt. Ich mag ihn sehr. Er ist bequem. Auch das Bett zu bauen ist nicht so schwer, aber es nimmt trotzdem Zeit. Nach und nach wird es schon Abend. So, warum ich genau dieses Modell gewählt habe, erkläre ich euch gleich. Ich habe mir verschiedene Modelle angeschaut und wahrscheinlich stellen sich viele genau die gleichen Fragen wie ich. Lohnt es sich, ein größeres Bett zu kaufen, damit das Kind später darin schlafen kann, wenn es größer ist? Oder ist es besser, ein kleineres Bett zu kaufen? Letztendlich habe ich mich entschieden, ein kleines Bett passend zum Alter zu nehmen, damit das Kind und seine Freunde genügend Platz zum Spielen haben. Gleichzeitig habe ich auch aus Sicherheitsgründen kein hohes Bett gekauft, damit das Kind, falls es herunterfällt, nur aus geringer Höhe fällt. Dieses Bett ist fast bodennah und bald kommt auch noch ein dicker Teppich dazu. Ich liebe dieses Bett, weil es dieses Geländer hat, das bietet Schutz, Wärme und Geborgenheit. Und wenn ihr Kind es liebt, auf dem Bett zu hüpfen, dann empfehle ich euch von Anfang an, eine extra dicke Holzplatte zu kaufen, die ihr unter die Matratze legt und darauf dann die Matratze und eine wasserdichte Decke. Für mein Kind wünsche ich mir unbedingt eine Bibliothek. Wir lesen nämlich jeden Tag, also werde ich ein Mini-Bücherregal an der Wand bauen. Und der erste Schritt ist die Regalbretter montieren. Ich werde sie selbst montieren und später bekomme ich ein bisschen Hilfe, um sie an der Wand zu befestigen. Der Moment, in dem sie an der Wand befestigt werden, ist nicht gefilmt. Ich zeige euch einfach später das Ergebnis. Der Zusammenbau des Schreibtisches ist im Prozess und dauert viel länger, als ich mir vorgestellt hätte. Theoretisch ist der Tisch nicht so groß. Ich hätte gedacht, dass ich ihn selbst zusammenbauen kann, aber ich konnte es nicht. Ich habe hier die männliche helfende Hände und ich zeige euch das Ergebnis. Minimalistisch, einfach und schon.
In dieser Etappe brauchte ich wieder Hilfe, weil der Schrank größer ist als ich. So sieht der Schrank aus, einfach und geräumig.
Na endlich, langsam beginne ich mit der Dekoration. Ich habe beschlossen, keine Bilder oder verschiedene Fotos aus dem Internet an die Wände zu hängen, sondern Werke, die mit dem Händchen meines Kindes gemacht wurden. Einzigartig, süß und ganz besonderes. Und ja, ich habe vergessen, euch zu sagen, dass mein Kind den Arbeitsprozess nicht gesehen hat. Also am Ende, wenn alles fertig ist, wird es eine Überraschung sein. Was denkt ihr? Wie war die Reaktion? Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth. And call me out if you think I'm ever slipping. Maybe I can turn it around. Oh yeah. Baby, if you want us, you know time is on our
muss ich sagen, dass ich diesen Teppich einfach liebe. Er ist so weich und flauschig, man möchte direkt darauf schlafen einfach. Perfekt für langes Spiel ich drauf. Und weil für ein Spiegelausglas finde ich es zu riskant im Kinderzimmer. Ich habe deshalb diese selbstklebenden Spiegelsticker gekauft. Sie sind viel toller, als ich mir vorgestellt habe, lassen sich super leicht anbringen und sind richtig stabil. Geschafft. Jetzt ist soweit. Ich zeige euch das Ergebnis. Leider war es kein besonders sonniger Tag, also könnt ihr die Farben nicht ganz im natürlichen Licht sehen.
Also wie viel Zeit und wie viel Geld hat es gekostet? Die eigentliche handwerkliche Arbeit hat 20 Tage gedauert, aber der gesamte Prozess von Planen, Bestellen bis zur Lieferung etwa 5 Monate. Jetzt Kosten. Ich habe insgesamt 1000 Euro für Möbel und Textilien ausgegeben. Und in dieser Summe sind nicht enthalten Deko, Spielzeuge und Bücher. Alle Links und Infos findet ihr in der Beschreibung unter diesem Video. Ich beantworte auch gerne eure Kommentare. Also danke, dass ihr bis zum Ende dabei wart. Wir sehen uns im nächsten Projekt. Ciao, ciao!